Hallo, ich bin Nanda Matari. Ich bin Meditationscoach. In diesem Video möchte ich über mich, meinen Weg, meinen Hintergrund und wie ich dazu gekommen bin, diese Arbeit zu machen, möchte ich erzählen. Und ich bin in Burma, Myanmar, ein südostasiatisches Land geboren. Das ist ein buddhistisches Land. Und in unserer Kultur wird über die Karma und Reinkarnation täglich erzählt. Und wir glauben an das, dass durch unser Karma ist die Sammlung von unseren Gedanken, unseren Emotionen, unseren Aktionen, was wir in vorherigen Lebens gemacht haben. Und das nehmen wir das mit in diese Leben. Und durch unser Karma sind wir in unterschiedlicher Land und unterschiedlicher Kultur oder unterschiedliche, die Familie wiedergeboren. Das ist unser Glauben. Und dieser Glauben, ich bin mit diesem Glauben aufgewachsen und wir glauben an das auch, dass wir eine Bestimmung oder Dharma in diesem Leben haben und dass wir erfüllen sein sollten. Denn ich frage mich immer, wer bin ich überhaupt und was soll ich hier tun? Und dadurch auch, ich habe mit ganz Junges immer wieder gefragt und ich möchte ein bisschen kurz über meine Familienhintergrund erzählen. Ich bin älteste Tochter in der Familie und meine Mutter war sehr anspruchsvoll mit ihren Kindern und sie möchte, dass wir beste in der Schule sind und dass wir gute Arbeit später bekommen können wie alle andere Mutter. Und sie mag mich auch so viel Druck, das Beste zu sein und weil sie denkt, dass ich soll die Vorbild sein für alle Geschwister und sie ist damit zufrieden, wenn ich Nummer 1 in der Schule bin. Diese Erziehung hat mich gemacht und einfach ehrgeizig zu sein, egal was ich tue und gleichzeitig auch Disziplin zu haben und die Leistung zu bringen, egal was ich tue. Und das ist in meinem Charakter geprägt. Und mit Meditation habe ich schon mit 16. Lebensjahr in erster Kontakt. Meine erste Meditation, Retreat hatte ich in einem Kloster und sehr strenge Anleitung von den Mönchen habe ich gelernt. Und ich sollte alleine bleiben in einem Zimmer in dem Kloster. Und natürlich ein Mönch hat mir beigebracht, wie ich meditieren kann in jedem Zustand. Und das bedeutet, ich sollte in Stehen meditieren, Laufen meditieren, Essen meditieren, Liegen meditieren und egal welcher Zustand. Und das war auch sehr hart für mich wie die Gefängnis. Und ich habe keinen Kontakt mit Außenwelt und gleichzeitig einfach, 24 Stunden, ich beschäftige mit mir nur selbst. Diese Erfahrung hat mir gemacht, mit meiner tiefsten Kernwesen oder die stärkste meiner Wesen in Kontakt zu kommen und ich wurde mir auch klar, dass Meditation mein Weg ist, in einfach Erleuchtung oder Friede in meinem Leben zu bekommen. Bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich schon 12 Mal längere Meditation-Retreats-Erfahrung gemacht und das war nicht mehr 27 Tage, manchmal 7 Tage, manchmal 10 Tage, manchmal 12 Tage und die Meditation hat mir einfach geholfen, immer wieder meinen Weg zu finden und meiner Intuition zu folgen. Und mit der Vision, was ich in meinem Leben tun möchte, hatte ich schon kurz nach meiner ersten Meditation-Retreat und ich hatte damals Chance gehabt, die Grenzen von Thailand zu besuchen mit meiner Geschwister und meiner Familie. Und ich habe gesehen, die Thailänder in guter Lebensstandard leben. Sie haben Essen, gute Kleidung und die Infrastruktur ist perfekt, aber wir leben in ganz Armut. Und dann ich frage mich, wieso das Unterschied ist, obwohl dass wir nebeneinander wohnen. Und meine Vision ist, einen Tag mein Land zu verlassen. Ich möchte der ganzen Welt sehen, wie das alles funktioniert und ich möchte so viele Sachen erfahren. Und das ist meine Vision. Und
mit 18, ich fange an zu studieren in Rangoon. Ich habe immer meine Ziele in Augen und ich habe studiert, gearbeitet, Geld gespart und parallel auch, ich habe immer versucht, nach Ausland als Studentin anzureisen, hat nicht geklappt, mehrmal versucht, dreimal. Und dann habe ich dann letztendlich entschieden, in 2004 mein Land einfach zu verlassen und ich möchte, egal welcher Weg, also ja, ich möchte irgendwo in anderem Land anfangen zu arbeiten und mein erster Plan war, nach Amerika als Flüchtling zu gehen. Und dieser Plan war mit der 13er zusammen. Ein Mann hat uns gesagt, der führt uns zu Amerika und er hat einfach Geld weggenommen und wir sind einfach in Bangkok gelassen worden. Und das war auch hart. Wiederum habe ich alles Geld verloren. Und ich auch alleine in Bangkok geblieben. Alle Leute sind nach Hause gekehrt und habe ich meinen Weg weitergesucht, was ich machen kann. Und letztendlich bin ich nach Deutschland alleine mit einem Koffer und 10 Euro gekommen. Das war im Juni 2005, vor 10 Jahren. Und Anfang in Deutschland war es sehr schwer für mich, neue Sprache zu lernen, neue Umfeld zu schaffen, einen neuen Beruf auszuüben. Aber mit der Zeit habe ich auch geschafft und ich habe Deutsch konsequent gelernt, viele Leute gesprochen, so viele Veranstaltungen, Besuch und Messe und so weiter. Und 1,5 Jahre später habe ich die Chance bekommen, einen Ausbildungsplatz in Ascent AG zu machen. Dem Ascent AG bietet auch die Karrieresystem, die mich auch vorwärts bringen. Die bringen uns den Verkauf, Vertrieb, Marketing, Networking und so weiter bei. Und ich arbeite als selbstständiger Handelsvertreter für der Ascent AG, die Investmentprodukte zu verkaufen. Sie haben schon die sehr gute Networking-System und ich habe so viel von der Unternehmer gelernt, wie man ein Team aufbaut, wie man die Visionen entwickelt, wie ich auch selbst weiterentwickle. Und ich habe auch viele Auszeichnungen von den Unternehmern bekommen in 4,5 Jahren und habe ich 10 Millionen Kundenumsatz aufgebaut und 35 Geschäftspartner also unter mir gehabt. Ich war Vertriebsleiterin im November 2011. Und diese Karriere, also in den Weiterbildungsseminaren würde immer wieder gefragt, dass ich, wer bin ich oder meine Kernessenz, meine Dasein erstmal suchen sollte und verstehen sollte, bevor ich große Erfolge oder Erfüllung im Leben finden kann. Ich bin immer wieder gefragt worden, wer bist du überhaupt, wer bin ich überhaupt? Und dann parallel zu diesen Weiterbildungsseminaren, ich bin auch mit der spirituellen Seminaren seit 2009 in Kontakt. Ich habe kennengelernt, wie energetische Heilung, Rückführungen und viele so Energie-Chakra-Heilungen habe ich so alles mitgemacht. Und diese Arbeit ist sehr effektiv und sehr schnell. Ich habe auch viele Verletzungen in mir geheilt, Schmerzen von der Kindheit, was ich gesammelt habe. Und in kurzer Zeit, ich habe mich so persönlich so viel weiterentwickelt, dadurch auch viele berufliche Erfolge gehabt. Und, aber es fehlt mir etwas. Ich fühle mich, dass ich noch nicht angekommen bin. Und in dieser Zeit bin ich auch nicht also in meiner Partnerschaft mit damaliger Lebenspartner war ich auch nicht glücklich. Und wenn die alle Leute sagen, du hast so viel getan und gemacht in deinem Leben, du hast so viel erreicht, aber ja, ich fühle mich nicht erfüllt oder ich bin nicht wirklich glücklich. Und ich wusste dass ich etwas ändern sollte in meinem Leben, aber ich weiß es nicht genau was und ich weiß es auch nicht genau wie und wo soll ich anfangen. Und letztendlich habe ich gesagt, okay, ich muss etwas ändern. Und ich habe erstmal von einem Partner getrennt. Und das ging schief, weil wir zusammengearbeitet haben und die Struktur oder die Vertriebs, die wir zusammen aufgebaut haben, ging nicht mehr oder läuft nicht mehr wie vorher. Und dadurch verdiene ich wenig bis kein Geld. Und das war ein harter Prozess. Ich hatte keine eigene Wohnung vor langer Zeit. Ich hatte kein Geld, meine Reserven sind verbraucht und ich musste Steuern noch nachzahlen. Und dann nach und nach, ich habe gemerkt, okay,
dieser Unternehmer ist nicht mehr mein Weg, ich muss das verlassen und habe ich einfach verlassen. Und am Ende 2013 ist ein bisschen Ruhe in mir gekehrt. In dieser Zeit arbeite ich als Personalvermittlerin in einer englischen Unternehmer und habe ich auch in kurzer Zeit einige Erfolge bekommen, Umsatz gemacht und ich habe gesagt, okay, es läuft alles gut, aber ich weiß jetzt, okay, dass es auch eine Zeitlangphase ist und plus auch, der Unternehmer hat mir gesagt, also wir müssen die Wege trennen, weil wir neue Unternehmerstruktur aufbauen möchten und so weiter. Und ich war einfach cool und das war März oder Anfang April Zeit und letztes Jahr ist 2014 und dann habe ich gesagt, okay, es macht nichts, ich finde schon einen neuen Weg und dann in der Prozess von neuer Jobbewerbung, dann habe ich von einem Personalvermittler einfach gefragt worden, was wollen Sie wirklich in Ihr Leben? Und sie will noch Kämpferin und sie hat immer wieder auch geschafft, also ihr Weg zu gehen und einfach so weiterzumachen. Und was wollen Sie wirklich in Ihr Leben? Was möchten Sie immer tun? Und diese Frage hat mir immer in meinen Kopf umgehauen. Ich weiß es, was ich will. Ich möchte immer Trainerin und Coach sein und Seminaren also halten und Vorträge halten und Meditation beibringen, Bücher schreiben und die Reise natürlich. Und dann habe ich ja gesagt, das stimmt, ich kann das machen. Und nächsten Tag habe ich einen Raum gesucht, wo ich meine Gruppenmeditation geben kann. Und habe ich in meinem Umfeldkreis gefragt, meinem Netzwerk gefragt, ob jemand mit mir meditieren möchte. Und 3 Leute waren da auf meiner ersten Meditationskurs und am Sonntag. Und von den 3 Leuten hat 2 Personen gefragt, ob sie mit mir auch so Einzelcoaching machen kann. Und dann habe ich meine Einzelcoaching angefangen. Und nach habe ich einfach, die Leute sind weiter mir empfohlen und habe ich auch in der Heilpraktikerpraxis so Vorträge gehalten, Gruppenmeditationen gemacht und Yoga-Zentrum habe ich mit den Leuten gesprochen und die Leute im Nachhinein habe ich auch Rückführungen weiter selbst ausgebildet. Ich mache jetzt Rückführungen auch für die Leute und ja, ich werde auch in einem Video über meine Dienstleistung oder was ich anbiete, in Detail erzählen. Zusammengefasst, ich habe meine Karma angenommen, wie es gerade jetzt geboren würde. Ich kann das nicht ändern. Und ich habe mein Karma verbessert. Und das wird ich habe Dharma gemacht. Dharma ist meinen Weg gesucht und meinen Weg in mein Leben in Hand genommen. Ich habe viel meditiert und Meditation hilft mir viel, in andere Stufe zu kommen, viele Karma-Sachen abzubauen, schlechte Erfahrungen in diesem Leben, andere Leben, alles abzubauen. Und ich habe auch viele energetische Sachen gelernt. Jetzt, ich lerne die Menschen dabei, und alle Sachen, was ich gelernt habe mit der buddhistischen Meditationmethode und der Energiearbeit, Neurolinguistik-Programmierung, was ich alles gelernt habe, ich habe zusammen einfach selbst Methode entwickelt und ich biete jetzt oder ich helfe die Menschen dabei, in kurzer Zeit ihr Leben zu ändern. Das gibt mir so viel Kraft und so viel Freude, dass die Menschen zu sehen, wie sie aufblühen auf einmal und aufblühen auf einmal. Und ja, in diesem Sinn möchte ich diese Arbeit weitermachen, weiter mich entwickeln. Ich schreibe auch Bücher darüber und ich möchte in diesem Sinn auch dieses Video abschließen mit dem Gebet, die ich immer nach meiner Meditation mit den Leuten singe. Auf Sanskrit, die sagt, dass die Bedeutung ist, möge alle Wesen in aller Welten glücklich sein. Samasta loka sukhino bhavantu. Möge alle Wesen in aller Welten glücklich sein. Dankeschön.